Gefährliches Legato-Spiel. Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. Nicht nur das Spiel mit dem Feuer kann gefährlich sein, sondern auch das Spiel ohne Dü oder auch Legato. Und keine Angst, ich zeige euch natürlich erstmal, wo die Fallen sich verstecken und wie ihr sie umgehen könnt. Erst möchte ich euch noch mal kurz erklären, was Legato eigentlich bedeutet. Also wir nennen es Legato oder auch das Dü weglassen oder auch Bindungen spielen. Und es ist ja so, dass wir normalerweise beim Blockflötenspiel jeden Ton mit einem Zungenstoß anstoßen, also in die Blockflöte hinein flüstern sozusagen. Dü oder Tü oder Dere oder Türü oder Teke oder Türü und so weiter. Da gibt es 1000 Varianten. Und wenn ich die Noten so spiele oder spielen soll, dann stehen üblicherweise nur die Noten einfach da und ich gebe jedem Ton eine Artikulation, also einen Zungenanstoß. Steht jetzt aber so ein Bogen über den Noten, dann kann das bedeuten, dass ich die Noten ohne Zungenanstoß spielen soll, beziehungsweise die erste noch anstoße und die weiteren unter dem Bogen nicht mehr. Dazu muss ich sagen, es kann auch manchmal bedeuten, dass ich trotzdem alle mit dem Zungenstoß anstoße, aber ganz weich. Zum Beispiel, wenn das Stück, das wir spielen, gar nicht für die Blockflöte ursprünglich gedacht war, sondern zum Beispiel für die Violine oder für ein anderes Melodieinstrument. Dann kann es sein, dass ich lieber die Noten ganz weich anstoße, sodass es trotzdem gebunden klingt, aber dass ich trotzdem einen Zungenstoß mache. Heute gehen wir aber mal davon aus, dass wir ein Stück spielen, wo wir echte Bindungen spielen wollen auf der Blockflöte. Das heißt, wo ich also den ersten Ton unter dem Bogen ganz normal anstoße mit der Zunge und die weiteren nicht mehr. Und nach meiner Erfahrung mit dem Blockflötenunterricht gibt es da so 3 klassische Fallen, in die Blockflötenspieler hineintreten können beim Legato oder beim gebundenen Spiel. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen, was sie sind und wie ihr sie verhindern könnt. Was am häufigsten vorkommt, was schiefgehen kann, wenn man Legato spielt, ist, dass man aus Versehen den Rhythmus verändert. Häufigster Irrtum dabei ist, dass man irgendwie automatisch annimmt, dass die Noten schneller gespielt werden, weil sie gebunden sind. Dabei macht euch das nochmal klar, die Bindung, das Legato, hat nichts zu tun mit dem Rhythmus, mit der Geschwindigkeit der Noten. Ich kann zum Beispiel 4/16 haben ohne Legato-Bogen. Und dieselben Sechzehntel mit Zweierbindungen zum Beispiel. Da wird also nur die erste Note angestoßen, die zweite nicht. Dann die dritte wird wieder angestoßen mit einem Dü oder einem Tü meistens und die vierte wieder nicht. Aber wenn ihr euch das jetzt nochmal ohne Bindungen anhört, dann werdet ihr feststellen, dass das genauso schnell ist oder so langsam wie mit den Zweierbindungen. Das klappt bei den meisten Spielern noch, dass man Zweierbindungen hat. Sobald man aber zum Beispiel eine Dreierbindung hat, kann es schiefgehen mit dem Rhythmus. In diesem Fall habe ich zum Beispiel die ersten 3 Noten im Legato zu spielen und die vierte wieder angestoßen.
Und da kann es passieren, dass ich irgendwie denke, dass die ersten 3 insgesamt schneller gehen. Und das würde dann so klingen. Obwohl es eigentlich so hätte klingen müssen. Das gleiche kann passieren, wenn die Dreierbindung hinten ist. Das müsste eigentlich so klingen. Da passiert es aber häufig, dass dann dieses gespielt wird. Ihr müsst mal darauf achten, ob euch das auch passiert, dass sobald ihr eine Bindung seht, dass ihr irgendwie automatisch annimmt, die Noten müssen schneller gespielt werden. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare hier unter dem Video, ob ihr auch Probleme habt beim Legato, ob ihr die angesprochenen Fallen heute wiedererkennt. Und ja, das wäre mal interessant für alle hier, die das lesen. Ich zeige euch jetzt mal noch ein paar weitere Beispiele. Zum Beispiel in dieser Chica von Valentine kann es passieren, dass ich die Zweierbindungen in diesen Dreierfiguren schneller spiele, als sie sein müssen. Eigentlich müsste es so klingen. Aber es kann euch passieren, dass ihr die versehentlich auch mal so spielt. Und dann habt ihr ja den Rhythmus verändert. Was ihr jetzt daran machen könnt, in diesem Fall, spielt das mal ganz ohne Bindungen, vielleicht auch mal ein bisschen langsamer, dass ihr merkt, das ist ein schwingender Dreiertakt. Immer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und daran ändert sich nichts, wenn ich das Legato jetzt hinzufüge. Das ist eine reine Artikulationssache. Ich lasse ein Dü weg, aber die Note wird nicht schneller. Anderes Beispiel aus einer Telemann-Fantasie, nämlich aus der 3. Telemann-Fantasie. Das ist ein sehr komplexes Stück, da passiert viel, da sind viele Sprünge und viele kleine Motive, die miteinander kommunizieren. Und in diesem ganzen Wirrwarr kann es euch auch sehr leicht passieren, dass ihr die Bindungen zu schnell spielt. Da, wo der Rhythmus eigentlich so sein sollte, kann es dann leicht passieren, dass der Rhythmus so wird. Also wie gesagt, am häufigsten passiert es, dass die Bindungen zu schnell sind. Was aber auch passieren kann, wenn ihr einen falschen Rhythmus macht durch das Legato-Spiel, dass ihr die Noten unter der Bindung erstmal im richtigen Tempo spielt, aber am Ende drauf sitzen bleibt, also auf der letzten Note unter der Bindung sozusagen hängen bleibt. Und da haben wir hier mal ein Beispiel aus dem Vivaldi-Concerto mit der Sopranino-Blockflöte. Achtung, Ohren zuhalten, das wird piepsig. Die Stelle müsste eigentlich so klingen. Und wenn ich jetzt versehentlich auf der letzten Note unter dem Bogen jeweils hängen bleibe, dann habe ich einen ganz anderen Rhythmus. Also, das ist
Falle Nummer 1 und die allergrößte, die am häufigsten betreten wird, dass ihr den Rhythmus verändert wegen der Bindung. Und da hilft es ganz einfach, wenn ihr die Stelle und den Rhythmus ohne Bindungen mal spielt, mit dem Dü und gut hinhört, wie schnell gehen die Noten, und dann mit der Bindung muss der Rhythmus einfach genauso klingen. Ich denke, das bekommt ihr gut hin. Die zweite Falle, in die ihr hineintreten könntet, wenn ihr Legato spielt, ist, dass ihr das Dü oder das Tü, also den Zungenstoß, der ja an manchen Stellen geschehen muss beim Legato, an den falschen Stellen anbringt. Also, dass ihr zum Beispiel wie hier einen Bogen habt von einer bestimmten Note an bis zu einer bestimmten anderen Note und ihr wisst, am Anfang gibt es einen Zungenstoß und dann nicht mehr, aber danach kommen natürlich wieder neue Noten, die einen Zungenstoß bekommen. Und dass ihr dann die Zungenstöße sozusagen an den falschen Stellen verteilt. Was da ganz häufig passiert ist, dass wir wie hier eine Bindung haben über mehrere Noten und dann geht die Melodie noch weiter nach oben, aber die letzte Note in dieser kleinen Melodielinie ist wieder angestoßen. Und da kann es passieren, dass ihr da bei der letzten Note den Zungenstoß vergesst oder nicht macht, weil das ja eine Linie ist. Und in dem Fall ist jetzt aber diese oberste Note auch eine ganz wichtige Note und die bekommt auch deshalb wieder einen Zungenstoß. Das heißt also, ihr müsst ganz genau gucken, von wo bis wo geht der Bogen jeweils und vor allem, wann kommt die nächste Note, die wieder angestoßen werden muss. Das kann euch auch in der Telemann-Fantasie zum Beispiel passieren. Da haben wir so typische Figuren, die ganz oft vorkommen. Eine Dreierbindung und dann nochmal eine einzeln angestoßene Note. Und hier kann es auch passieren, dass ihr entweder aus Versehen Zweierbindungen spielt, also statt Dü, Dü, dann spielt Dü, Dü. Oder dass ihr versehentlich alle 4 Noten bindet. Also die letzte Note nicht nochmal mit einem Zungenstoß verseht, was aber eigentlich so gedacht ist. Da gibt es alle möglichen Varianten, was euch passieren kann. Es kann auch sein, dass ihr die Figur mit den Legatobögen perfekt spielt und dann aus Versehen bei dem, was danach kommt, irgendwie den Zungenstoß weglasst. Oder dass ihr eine ganze Passage mit Bindungen weiterspielt, obwohl da schon keine Bindungen mehr stehen. Und für all diese Fehler beim falsch angebrachten Zungenstoß, also an den falschen Stellen angebrachten Zungenstoß, gibt es eine ganz einfache Lösung, nämlich langsam üben. Die Stellen wirklich ganz langsam spielen und sich sehr bewusst machen, wann muss ich wieder ein Dü oder ein Tü spielen und euch vielleicht die Stellen auch ein bisschen markieren. Aber es ist vor allem dieses langsam sich bewusst machen, was ist denn da eigentlich los? Damit das nicht so automatisch abläuft und ihr gar nicht genau merkt, was ihr da eigentlich tut. Hier habe ich noch ein Beispiel aus einer Veracini-Sonate und da ist es jetzt auch wirklich ein bisschen kompliziert. Da kommt ihr aus einer Überbindung heraus, die im Grunde auch ein Legato ist, aber was Rhythmisches eigentlich. Diese lange Note wird verlängert sozusagen. Und dann geht es nach der Überbindung weiter mit einem Legato. Und da müsst ihr also 5 Noten unterm Bogen spielen und dann nochmal 3. Und da kann es passieren, dass ihr zum Beispiel macht Dü, Hü, Dü, Dü, Hü, Dü, Dü, Hü, Dü, weil das so ein Dreiertakt ist.
Das, was wir in dem anderen Beispiel ganz vorhin spielen sollten, aber hier geht der Bogen über viele Noten und ist weniger unterteilt. Hier habe ich also insgesamt in dem Takt nur 3-mal Dü zu spielen, nämlich bei der 5er-Bindung, bei der 3er-Bindung und dann bei der letzten Figur. Also wie gesagt, ich lege euch ans Herz, das einfach ganz langsam zu probieren, dann ist das keine Zauberei. So, und da wären wir schon bei der letzten und dritten Falle. Und das ist jetzt was ihr nicht so ganz einfach beheben könnt, nämlich beim Legato-Spiel zeigt sich gnadenlos, ob eure Finger sich richtig bewegen, ob ihr sauber greift sozusagen. Das ist beim Legato-Spiel noch schwieriger, oder sagen wir mal so, wenn ihr mit Zungenstoß jeden Ton spielt, dann wird es eher vertuscht, wenn ihr mal eine ungenaue Fingerbewegung habt. Und bei einer Stelle wie dieser zum Beispiel könnte es euch jetzt passieren, dass die Finger statt in einem Mal von dem hohen Ton zum Tiefen zu wechseln, alle Finger gleichzeitig, dass die so ein bisschen klappern, nenne ich das mal, also eigentlich nacheinander drauf gehen. Und das fällt viel mehr auf, wenn ihr das anbindet, also wenn der zweite Ton kein Dü oder Tü bekommt. Man könnte dann hingehen und eine solche Stelle beim zweiten Ton so ganz, ganz weich anstoßen, dass man trotzdem den Zungenstoß hat, der ein bisschen behilflich ist bei diesem Griffwechsel. Aber ich würde es euch raten, es trotzdem mit dem echten Legato zu versuchen, denn es ist natürlich ein super Fingertraining, dass ihr mal ganz bewusst hingeht und auch hier wieder langsam den einen Ton spielt, dann wartet und dann zack alle Finger gleichzeitig drauf fallen lasst. Das ist nämlich gar nicht so schwer, aber wenn man es nie bewusst macht, dann kann sich das ja auch nicht verbessern. So, ich hoffe, ich war jetzt nicht zu streng mit euch. Ich möchte euch ja helfen, dass euch das nicht mehr so häufig passiert. Und ich denke, es passiert noch häufig. Das ist einfach so. Macht euch da keinen Kopf. Ich hoffe, meine Tipps helfen euch dabei. Und ihr wisst ja, wenn ihr eure Blockflötentechnik grundlegend verbessern wollt und so richtig systematisch mal angehen wollt, dann ist mein Video-Online-Kurs Blockflöte Next Level sehr geeignet. Auch für noch nicht sehr fortgeschrittene Spieler. Und da könnt ihr zum Beispiel das Thema Artikulation, also unter anderem das Legato, richtig gut üben und euch nochmal so grundsätzlich einen Überblick verschaffen, wie was geht und was wichtig ist dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn ihr kein Video von mir mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und klickt das Glöckchen an, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video von mir erscheint. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf nächstes Mal mit euch. Bis dahin, tschüss!